day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. Hi und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Das war mein Silvester-Look. Wenn ihr sehen wollt, wie ich den kreiert habe, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich starte jetzt mit dem Primer von Catrice. Ich erzähle euch nebenbei noch ein bisschen, was so bei mir los gewesen ist, warum ich lange nichts mehr hochgeladen habe. Die Produkte, die ich euch im Video zeige, notiere ich euch unten noch in der Infobox. Ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Zeit mit der Familie gehabt, konntet ein schönes Weihnachtsfest genießen, trotz der Umstände. Konntet Silvester auch mit euren Liebsten verbringen und die Zeit genießen. In meiner Abwesenheit auf YouTube ist eigentlich relativ viel los gewesen bei mir. Basically war ich in einer Down-Phase mal wieder, war unmotiviert. Ich habe nämlich einen Anruf bekommen, der mich so ein bisschen runtergezogen hat. Auf jeden Fall hatte ich den Anruf bekommen von einer jungen Dame aus meiner Familie, die ein Jahr jünger ist als ich. Sie wollte unbedingt wissen, wer dieser Typ gewesen ist aus dem Libanon, der mir das angetan hat. Ich habe ihr die Informationen geliefert. Sie wollte jegliche Details wissen. Die habe ich ihr auch natürlich genannt. Ich habe ihr alles erzählt und sie hat dann daraufhin mehrere Tage mich dann wieder angerufen. Das Lustige war ja noch, was ich erfahren habe. Sie hatte ihrer Familie erzählt gehabt, dass ich sie ständig anrufe, dass ich sie ständig irgendwie mit irgendwelchen Sachen voll laber. Ich habe allerdings die Beweise auf meinem Handy, die WhatsApp-Nachrichten auf meinem Handy, meine Anrufliste ist auf meinem Handy, ich habe die Instagram-Nachrichten auf meinem Handy. Ich hatte dann irgendwann so das Gefühl, okay, sie will mich scheinbar nur niedermachen, sie will mich nur runterziehen. Sie fing am Ende an, mich zu beleidigen etc. Sagte mir dann so Sachen wie, naja, du hast es verdient, du bist hier eingestiegen ins Auto. Und dann habe ich ihr daraufhin gesagt, ganz ehrlich, wenn du verlobt bist mit jemandem und die Familien sich kennen etc., dann hast du schon so ein gewisses Vertrauen. Wenn er dich zum Essen ausführen möchte, dann darf er auch mit dir nur essen gehen. Es sei denn, er möchte irgendwas anderes machen und du stimmst dem zu. Aber ohne deine Einwilligung kann er dich nicht irgendwo hinnehmen, irgendwo weit, weit weg von deiner Familie, dich da irgendwo in einem Gebäude absetzen, die Türen abschließen, dir dein Handy wegnehmen, dich verletzen. Das geht nicht. Ich hatte innere Verletzungen, sorry, aber sowas kann man sich nicht ausdenken und sowas erzählt man auch nicht gerne. Sie war auf jeden Fall sehr toxisch, das habe ich dann auch irgendwann gemerkt. Ich habe sie dann blockiert überall, wollte dann auch nichts mehr von ihr wissen etc. Das hat mich aber trotzdem noch ein paar Wochen runtergezogen. Ein paar Wochen später habe ich eine Nachricht oder eine Antwort bekommen von seiner Ex-Frau. Wir haben aktuell richtig guten Kontakt, verstehen uns super, haben auch schon telefoniert mehrmals. Wir schreiben auch öfter mal und durch sie habe ich auch erfahren, dass er immer noch mit illegalen Substanzen handelt, dass er immer noch illegale Substanzen konsumiert, dass er trinkt, er ist immer noch ein Betrüger, er sieht Frauen immer noch als Objekt, er ist gewalttätig. Durch sie habe ich dann auch erfahren, dass er nach Deutschland kommen möchte, dass er schon geheiratet hat, die gute Dame aus meiner Familie, in Anführungsstrichen gut, und dass sie ihn nach Deutschland holen möchte. Da läuteten bei mir alle Alarmglocken. Also habe ich mich so ein bisschen schlau gemacht, habe auch mit einer Rechtsanwältin gesprochen, die ein bisschen weiter weg wohnt. Und sie sagte mir, von dem, was ich ihr so erzählt habe, hätte ich wohl gute Chancen. Ich werde mir auf jeden Fall einen Termin machen bei einer Rechtsanwältin oder bei einem Rechtsanwalt, der hier in der Nähe ist oder die. Und werde mir auch Unterstützung dazu holen, weil ich es eben so schwer wie möglich machen möchte, einen Fuß
in Deutschland setzen zu können und ich mit der Sache auch abschließen möchte. Ich möchte, dass er seine gerechte Strafe bekommt. Und ich glaube einfach, dass das die Möglichkeit ist für mich, abschließen zu können. Ich glaube ganz fest an Schicksal und ich glaube fest daran, dass Gott mir dadurch die Möglichkeit geschaffen hat, dass er seine gerechte Strafe bekommen kann. Es ist für mich kein Zufall, wenn exakt 10 Jahre, nachdem das passiert ist, der Anruf kommt von ihr. Das ist für mich einfach sowas von Schicksal, exakt 10 Jahre. So, jetzt erstmal weg von dem ganzen Negativen. Das war somit der Hauptgrund eigentlich meiner Abwesenheit. Ich habe einfach Zeit gebraucht für mich, dass ich mich wieder aufbauen kann. Ich hoffe, ihr nehmt mir das auch nicht übel. Eigentlich bräuchte ich jetzt noch einen Schluck Öl, weil mir die Stimme schon fast weg ist. Egal. Ich werde auf jeden Fall öfter wieder ein Video hochladen. Ansonsten war eigentlich bei mir nicht viel los, außer Weihnachten, Geschenke, Weihnachtsbaum, Schmücken, Kinder, Familie, Essen, Silvester, wieder Essen, Familie. Also wir haben wirklich sehr viel gemacht. Es war auch sehr schön für mich, fand ich. Ich bin generell ein Mensch, der gerne unter vielen Menschen ist. Der auch gerne mit seiner Familie Zeit verbringt. Und je mehr Menschen, desto schöner und desto besser und desto, keine Ahnung, fröhlicher fühle ich mich dann auch. Ich bin da total anders als mein Mann. Mein Mann ist dann eher so, okay, muss nicht, kann, besser aber zu Hause, alleine, gechillt auf der Couch. Habt ihr denn irgendwas Besonderes unternommen an Weihnachten oder Silvester? Habt ihr die Zeit genossen? Seid ihr gut ins neue Jahr reingerutscht? Das war's dann erstmal mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, mir zuzuschauen, wie ich meinen Silvester-Look kreiert habe. Seid mir nicht böse, dass ich keine Lashes aufgeklebt habe. Ich hatte einfach keine Lust, die anzukleben, weil ich ganz schlecht im Lashes aufkleben bin. Dass an Silvester auch nur eine Ausnahme war. Die Lashes sind der Hammer. Kann ich euch definitiv nur empfehlen. Ich verlinke die euch auf jeden Fall unten in der Infobox, wenn ich den Link gefunden habe. Ach ja, und übrigens, die Nägel, die ihr in dem Video seht, habe ich selbst gemacht. Falls ihr Bock habt, mir irgendwie mal dabei zuzugucken, dann schreibt das gerne in die Kommentare, dann zeige ich euch das mal ein bisschen. Ich bin nicht Profi, aber ich fuchse mich da langsam rein und es macht Spaß. Dann verabschiede ich mich von euch, wünsche euch einen wundervollen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.